Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Android-Programmierung. Heute geht es mal wieder um Fragmente. Letztes Mal haben wir hier dynamisch ein Fragment eingefügt. Heute wollen wir dieses Fragment hier auf Knopfdruck ersetzen. Dazu nochmal ganz kurz zum letzten Mal. Frame Layout haben wir hier benutzt gehabt und wir hatten hier absolut nichts draufgezogen. Also das war komplett blank und wenn wir das gestartet haben, ups, das ist noch das Falsche, dann haben wir hier ein neues Fragment eingefügt, also dieses Fragment Blank haben wir hier eingefügt. Hier steht einfach nur Hello Blank Fragment. Das war hier, das hier. Und wir haben das komplett dynamisch eingefügt, sprich zur Laufzeit hier, über diese Get Support Fragment Manager Methode. Und heute wollen wir, wie gesagt, dieses Ding zur Laufzeit ersetzen. Dazu nochmal ganz kurz einen Blick in unsere Fragmente. Hier war der Code. Das ist alles, was ihr braucht. Und ja, im Prinzip war das eigentlich nur das leere Fragment. Da war nichts Besonderes dabei. Hier hatten wir unser Hello Blank Fragment und jetzt haben wir uns noch ein zweites, völlig anderes Blank Fragment erstellt, das im Prinzip genauso aussieht, nur einfach einen anderen Text hat. Hier in unserer Text-View haben wir einen anderen Text drin. Ja, was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen auf Knopfdruck, nochmal ganz kurz zu dem Layout hier, das ist unsere Main Activity. Wir hatten hier letztes Mal keinen Button drin, den habe ich reingezogen, klickt natürlich mal wie immer auf die On-Click-Methode, jedes Mal, wenn wir auf diesen Button klicken. So, die On-Click-Methode ist hier und jetzt wollen wir in diese On-Click-Methode genau diesen Code reinschreiben, nämlich zum Ersetzen des Fragments. Eigentlich ganz einfach, geht genauso über den Support Fragment Manager, nur brauchen wir hier ein bisschen mehr noch. Ich kopiere das gerade mal und zwar nur bis zu diesem Punkt. Das Ganze speichern wir uns jetzt zwischen eine gewisse Fragment Transaction, ich nenne sie jetzt einfach mal T. Und jetzt haben wir sozusagen die Möglichkeit, hier in diese Transaktion noch mehr zu machen. Ich möchte euch nämlich heute noch ein bisschen mehr dazu zeigen. So, wir sagen nämlich hier t. Und jetzt haben wir hier schon die Methode aufgerufen, die wir eigentlich brauchen, nämlich die Replace-Methode. Wieder mal brauchen wir am Anfang die ID von dem Container, also von dem Frame-Layout, das wir benutzen, um unser Fragment da reinzupacken, beziehungsweise das BF-Fragment hier zu ersetzen. Ja, und jetzt brauchen wir hier natürlich noch dieses zweite Fragment, also wie hieß es, ein völlig anderes, ist egal. Wir schreiben uns einfach hier ein New, ein völlig anderes, und das ist auch wieder ein Fragment hier. Diesmal brauchen wir eigentlich nicht, da habe ich letztes Mal schon was drin gehabt, das habe ich wieder rausgelöscht. Braucht man eigentlich nicht unbedingt, das war das mit den Extras. Brauchen wir, wie gesagt, heute nicht unbedingt. Wir sagen jetzt einfach mal, okay, wir sind so zufrieden. Ihr könnt natürlich hier Bundles bauen und als Argumente übergeben, wie ihr gerade lustig seid. Klar. Und jetzt machen wir noch was Komisches, nämlich t.add_to_backstack. Hier kommt noch ein String rein, der ist aber nur wichtig, wenn ihr selbst auf diesen Backstack zugreift. Ansonsten passt ja null. So, was dieser Backstack ist folgendes. Wenn ihr hier auf dieses zurückklickt, dann möchte man eigentlich ganz gerne wieder zu der vorigen View zurückkehren und nicht komplett die ganze App abschießen. Also wenn ich jetzt so mache, dann ist die App weg. Aber wenn ich das hier nachher gemacht habe, dann werde ich einfach zu meinem vorigen Fragment wieder zurückkehren. Das zeige ich euch dann. Okay, und jetzt sagen wir hier noch t.commit, das kennt ihr ja schon von letzten Mal, das brauchen wir, damit das Ganze überhaupt ausgeführt wird. So, und das ist eigentlich auch schon die ganze Magie dahinter. Jetzt führen wir das Ganze mal aus und wir sehen, dass wir hier unser Fragment 1 bekommen. Ihr erinnert euch, Fragment 1 hatte einen Text, Hello Blank Fragment. Ups, ja doch, passt. Okay, und wenn wir jetzt auf den Button klicken, dann steht hier plötzlich ein völlig anderes Fragment. Das heißt, wir haben dieses Fragment dynamisch ersetzt. So, und jetzt Vorsicht, was passiert, wenn ich auf diesen Zurück-Button hier klicke? Ich hoffe, ihr seht den perfekt. Zurück und dann steht hier wieder Hello Blank Fragment. Das heißt, wir sind jetzt wieder bei dem anderen Fragment. Wenn ich jetzt zweimal auf den Button klicke, muss ich auch zweimal auf Zurückklicken, um wieder zurück auf mein Hello Blank Fragment zu kommen. Das heißt, ihr habt hier diesen Stack, mit dem könnt ihr eben durch die Fragmente durchschalten, die ihr gerade benutzt habt. Wunderbar und sollte man echt unbedingt immer tun. Ihr könnt auch gerne hier noch diese Transaktion, die wir letztes Mal erstellt hatten, in den Backstack einfügen. Dann kommt ihr auch wieder auf die Main Activity, also sprich das Grundfenster ohne dieses Fragment zurück. Ja, als wäre halt nichts da, als wäre dieses Ding hier noch nicht eingefügt worden. Achtung, dann kann es passieren, dass kein Button mehr da ist. Das heißt, ihr solltet dieses Ding hier auch mit Vorsicht genießen. Manchmal möchte man nicht, dass man irgendwas wieder rückgängig machen kann, aber in dem Fall finde ich das sehr sinnvoll, wenn man hier drauf drückt, dass man das auch wieder rückgängig machen kann. Dazu ist ja der Button da. Okay, super, das war es eigentlich auch schon wieder für heute und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!